Hi, mein Name ist Christian und ich arbeite für Stackfield. Und heute zeige ich euch, wie man Stackfield dafür einsetzen kann, um die Projektarbeit in Forschungseinrichtungen deutlich übersichtlicher zu gestalten. Dafür nehme ich euch mit in das Umweltforschungszentrum Großbergenthal in unsere fiktive Mittelstadt. Hier ist die Abteilung Wasser- und Umwelttechnik gerade mit dem Projekt Aquaclear beschäftigt. Dabei handelt es sich um eine Filtrationsmöglichkeit, um Mikroplastik aus Abwasser herauszufiltrieren. Dieses Projekt möchte man in Stackfield darstellen und hat dazu einen eigenen Raum angelegt. Räume in Stackfield sind in verschiedene Module aufgeteilt, beispielsweise Kommunikation, Diskussionen oder eben das Aufgabenmodul, in dem wir uns gerade befinden. Das Aufgabenmodul ist aufgebaut wie ein Kanban-Board. Das bedeutet, es gibt verschiedene Statusangaben und Aufgaben, die diesen einzelnen Statusangaben zugeordnet sind. Diese Aufgaben lassen sich nach Belieben greifen und unter einzelnen Statusangaben verschieben, sodass man dadurch zeigen kann, wie sich eine Aufgabe entlang eines Zeitstrahls entwickelt. In diesem Fall beispielsweise von zu erledigen, über in Bearbeitung bis hin zu erledigt. Sehen wir uns doch mal eine Aufgabe genauer an, um die Inhalte zu sehen. Nehmen wir mal die Probenentnahme im Standort Nord. Und wenn wir hier drauf blicken, sehen wir viele weitere Inhalte, die es einfacher machen, diese Aufgabe zu bearbeiten und alles jederzeit greifbar zu haben. In diesem Fall geht es um eine Entnahme von Proben am Einlauf des Klärwerks. Hier wird gleich hinterlegt, wie die Witterungsbedingungen waren. Das bedeutet, diese Aufgabe ist wohl schon angegangen worden. Die war auch fällig bis zum 31. Oktober, sieht aber auch aus, als wäre sie schon fertig bearbeitet. Wir sehen, welche Personen zugewiesen waren und welche Unteraufgaben es bei dieser Aufgabe gab. Zum Beispiel gibt es hier die Aufgabe der Entnahme von 3 Proben à 1 Liter und verschiedene Messungen, die vorzunehmen waren. Hier sehen wir auch hinten dran, zu jeder Messung gab es eine Notiz. Wenn wir diese öffnen, dann sehen wir, hier hat Johannes, der Mitarbeiter an dieser Aufgabe, das Messergebnis direkt hinterlegt. Und wir sehen auch, das Feldprotokoll für die Probenentnahme ist auch schon angehangen. Diese Datei ist direkt in dieser Aufgabe hinterlegt und kann dadurch ganz einfach zugeordnet werden. Darüber hinaus sehen wir hier ein Label. In diesem Fall das Label Feldarbeit. Das macht es uns einfacher, die Aufgaben zu filtern, wenn wir das möchten. Also wenn wir sagen, wir möchten sämtliche Aufgaben sehen, die das Label Feldarbeit haben, dann können wir das ganz einfach in Stackfield sortieren und haben direkt einen Überblick. Letztlich sehen wir noch die Kommentare. Hier wird alles hinterlegt, was in diese Aufgabe hineingeschrieben wurde, bzw. was in dieser Aufgabe gemacht wurde. Beispielsweise sehen wir hier, die Laura Müller hat allen dieser Aufgabe zugehörigen Personen einen Kommentar geschrieben. Und alle Personen, die 2 hier oben, die dieser Aufgabe zugewiesen sind, werden darüber informiert und kriegen eine Mitteilung, dass es eine entsprechende Nachricht an diese Aufgabe direkt für sie gibt. Da wir jetzt diese Aufgabe aber schon beendet haben, können wir direkt oben hier den Status von in bearbeitet zu erledigt stellen. Die Aufgabe wird dann automatisch in den Erledigt-Stapel geschoben und ist damit auch abgehakt. Hier sehen wir aber auch ganz schön, dass man auch andere Dateien als nur das Feldprotokoll, also PDF-Dateien oder Word-Dokumente, an eine Aufgabe anhängen kann. Das geht nämlich beispielsweise auch für Bilder und die lassen sich dann in der Aufgabe auch direkt darstellen. Dadurch kann man direkt sehen, um was es in einer Aufgabe geht und das eben bildhaft untermalen. So, neben den Aufgaben gibt es noch viele andere Module, die in Stackfield zum Einsatz kommen können. In diesem Raum haben wir jetzt noch die Module Kommunikation, Diskussion, Seiten, Dateien und Kalender. In der Kommunikation können die einzelnen Beteiligten an diesem Raum sich untereinander austauschen und Nachrichten miteinander wechseln. Dabei kann man verschiedene Funktionen nutzen, wie beispielsweise hier, um alle Beteiligten in diesem Raum, also alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diesem Raum zugeordnet sind, zu informieren. Man kann aber auch einzelne Personen direkt anschreiben. In diesem Fall werden dann nur die einzelnen Personen auch informiert, dass eine neue Nachricht auf sie wartet. Wenn man das Ganze ein wenig sortierter haben möchte, also Diskussionen zu einem bestimmten Thema, dann kann man das eben unter dem Diskussionsmodul tun. Hier haben wir beispielsweise eine Diskussion, bei der es um die Auswahl der geeigneten Filtermaterialien geht. Hier sind nur einige der Benutzer auch zugeordnet und wenn wir mal reinschauen, sehen wir, hier ist sogar eine Abstimmung gestartet worden.
Hier geht es dann darum, welches Filtermaterial in den kommenden Tests genutzt werden soll. Und da hier verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl stehen, hat man sich entschlossen, hier eine kleine Abstimmung zu machen, welches Material man denn als erstes nehmen möchte. Blicken wir nun in das Modul Seiten. Hier kann man im Prinzip eigene Dokumente erstellen und Inhalte, die für alle Personen, die in diesem Raum arbeiten, relevant sind, hinterlegen. Und das auch dauerhaft, da ja nichts verloren gehen kann. In diesem Fall ist hier das Laborlog abgelegt worden. Wenn wir mal raufschauen, sehen wir, hier geht es um die Aufgabe, die wir uns gerade angesehen haben, nämlich um die Feldarbeit an der Kläranlage, also die Entnahme einer Probe dort. Hier hat der Mitarbeiter Johannes die Inhalte bzw. die Erkenntnisse, die bei dieser Entnahme gewonnen werden konnte, hinterlegt, so dass jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeitende direkt nachsehen kann, was denn dabei rausgekommen ist. Beispielsweise sind hier nochmal die Messwerte hinterlegt, er hat hier einige Beobachtungen gemacht und weitere Hinweise hinterlegt, wie beispielsweise die ID-Nummer dieser Probe, was ja relevant sein kann. Ähnlich, aber in eine andere Richtung geht das Modul Dateien. Hier sind sämtliche Inhalte hinterlegt, die in diesem Raum hochgeladen worden sind. Beispielsweise die an Aufgaben anhängen oder welche im Kommunikationsmodul verschickt wurden oder an andere Personen gesendet wurden oder Dateien, die direkt im Dateienmodul hochgeladen wurden. Hier finden sich dann Inhalte wie beispielsweise die verschiedenen Bilder, die wir schon in dem Aufgabenmodul gesehen haben, das Protokoll des Kickoffs oder die Projektdokumentation, wofür wir einen extra Ordner angelegt haben. So hat man jederzeit die Übersicht, kann hier auch direkt nach Dateien suchen, wenn man also das Datum kennt und entsprechend vermerkt hat, oder wenn man den Namen kennt, dann lohnt sich die Suchfunktion. Ansonsten kann man aber auch einfach einen Ordner anlegen. Und last but not least haben wir den Kalender. Hier sind sämtliche Termine hinterlegt. Beispielsweise in diesem Fall geht es um die Probenentnahme an den anderen Standorten. Hier sind schon Termine festgelegt worden, die dann im Kalender einzusehen sind. Wenn wir jetzt beispielsweise die Probenentnahme am Standort Zentrum öffnen, dann sehen wir, okay, hier geht es um einen Mischwassersammler. Die Witterungsbedingungen sind noch nicht hinterlegt, da der Termin natürlich in der Zukunft liegt. Wir sehen, an welchem Tag dieser Termin stattfinden soll und welche Personen zugewiesen sind. Die Personen werden dann auch entsprechend informiert, dass dieser Termin ansteht. Wir sehen dann aber auch direkt unten die Inhalte von der Aufgabe, die diesem Termin zugeordnet ist, so dass die Personen direkt auch hier eintragen können, welche Ergebnisse sie denn bei dieser Maßnahme erzielen konnten. So, das war dann auch unsere kleine Übersicht darüber, wie denn ein Projekt in einer Forschungseinrichtung innerhalb von Stakefield dargestellt werden kann. Wir hoffen, das hat euch ein wenig geholfen und euch vielleicht ein bisschen inspiriert dahingehend, wie man ein solches Projekt denn darstellen kann. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht und ich hoffe ebenso, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und auf Wiedersehen!